Endlich haben wir es aus der mongolischen Steppe in die Hauptstadt Ulaanbaatar geschafft. Was das Ganze mit Japan zu tun hat, warum wir letztlich auf dem Schwarzmarkt gelandet sind und wieso wir am Ende in einer Werkstatt eingezogen sind, das alles erzählen wir euch jetzt. Hi, wir sind Andi und Myri und mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Okay, also nachdem wir ja gestern im strömenden Regen und der Dunkelheit in den wunderbaren Verkehr von Ulaanbaatar abgetaucht sind, sind wir wohlbehalten bei dem Hotel von Fabi angekommen, wo wir auch super nett wirklich hinten auf dem Parkplatz stehen können. Das ist so ein Komfort hier. Und die wollen nicht mal Geld von uns. Also die Leute sind einfach nur nett. Naja, auf jeden Fall wollen wir heute Ulaanbaatar erkunden. Sieht zwar gemäßigt aus, die Straße, aber das ist absolut die Ausnahme hier. Also wir sitzen jetzt über UB-Cap hier in einem sehr schicken Auto. Das hat wirklich gut funktioniert. Bis jetzt sind wir begeistert von der App. Wir gehen jetzt in den Winterpalast. Leider darf man drinnen keine Videos oder Bilder machen, aber draußen darf man. Und wir sind schon sehr gespannt. Wir haben das deutsche Pendant zu den Bremer Stadtmusikanten gefunden. Nicht das deutsche, so das mongolische. Das ist ein Elefant, ein Affe, ein Häschen und ein Vogel. Und generell sind hier ein paar Tiere verewigt. Also wir waren im Winterpalast und er war schon cool. Also gerade das letzte Museum fand ich sehr, sehr cool. Spannend zu sehen, wie so ein König damals gelebt hat, auf jeden Fall. Trotzdem, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Karakorum, mit diesem riesengroßen Kloster vergleicht, war das schon prunkvoller. Was sagst du? Ja, das war ein bisschen anders. Das Gebäude ist europäisch drin und nur irgendwie buddhistisch geschmückt. Das fand ich spannend. Ja, buddhistisch, mongolisch. Da waren wir gestern und wir Vollidioten haben völlig nicht bemerkt, dass es sowas hier gibt. Myri, ein Wort zu Ulaanbaatar? Laut, Stau. Die Autos sind immer im Stau. Immer. Es hört sich so an, als ob das Gerüst gleich umkippen würde. Hier in dieser Stadt gibt es so hohe Gebäude. Nach dem Besuch des Winterpalasts des Khans sind wir von dort aus Richtung Stadtzentrum gelaufen und haben dafür etwa 2 Stunden benötigt. Und dabei konnten wir einen ganz guten Eindruck von der Stadt gewinnen. Da wir ziemlich Hunger hatten, waren wir noch beim Koreaner Mittagessen. Von denen gibt es ziemlich viele in Ulaanbaatar. Wir besuchen hier heute das mongolisch-japanische Festival. Wir sind ganz gespannt. Also das Ganze hat jetzt Eintritt gekostet. Oder wir konnten auch Toyota Mongolia auf Insta folgen. Dann kam man for free rein.
Netterweise hat er uns dann alle 3 reingelassen. Hast du Hunger, Miri? Ich wollte die schon immer mal probieren. Ich bin gespannt. Seid ihr gespannt? Ja, zeig doch mal. Nein, erst hinsetzen. Seid ihr ready? Jetzt fällt alles runter. Wow. Okay. Und wie heißt das Ganze? Ich weiß nicht. Taste-Test. Ui. Ui, Die sehen sauheiß. verbrennst dich brutal wahrscheinlich. Хортой бороотой сайхан өдөр болж байна. 2013 онд бас яг төстэй өдөр яг ийм болж байсан. Тэр өдөр би цагаан хувцастай, аваа малгайтай, дааж өмнөх шөнө будцсан болохоор гээд 人間になりたかったな。僕はいつも一人だよ。お前の名を聞かせてくれ。Wake up to reality. Listen. Everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. I will create such a world. I am the ghost of the Uchiha. 体が動かない。ゴールドクロス。お前どうやって。あんたのアテネへの憎しみはよく分かった。Wir waren sehr von den Cosplayern und der uns dargebotenen Show beeindruckt und haben uns an diesem Tag sehr glücklich gefühlt, dass wir so etwas erleben durften. Andi, erklär doch mal, wo wir hier sind. In Ulan? Vorsicht. Wo sind wir hier? In Ulan? Ulaanbaatar. Da ist überall Water. Nach dir auf den Gehweg, bitte. Eventuell ein bisschen unter Wasser, aber auch nur ein bisschen. Wohlgemerkt, es hat 2 Stunden geregnet. Hier eine Tasche mit einem Löwen drauf. Da kannst du die Katze reinmachen. Dann macht sie so hier den Kopf durch und hast du einen Löwen. Ich bin übrigens immer noch auf der Mission, den Andi davon zu überzeugen, dass wir unbedingt einen Hund brauchen oder ein Hausschwein.
steht Jenny. Also da kann man sehen. Und das ist der Blick von Fabis Hotel über die City. Und ich finde es total spannend, denn man hat hier diese Hochhäuser und die ganze Skyline. Also es ist eine Millionenstadt, 1,3 Millionen Mongolen leben hier. Und zwischendrin hat man aber auch immer wieder diese kleinen Grundstücke mit ein bisschen Gras und Jurten und kleinen Häusern drauf. In Ulaanbaatar wohnen übrigens mittlerweile die Hälfte der Landesbevölkerung dieses Landes. Unser letzter Tag mit Fabi und morgen wird er wieder zurück. Deswegen werden gerade hier fleißig Postkarten geschrieben und wir sind hier im Hotel von Fabi. Wir dürfen hier für 4 Euro pro Person mitfrühstücken jeden Morgen, das ist ja nett. In der Mongolei sind viele Koreaner, die ihren Urlaub machen. Wir hatten jetzt wohl am 15. auch ihren Unabhängigkeitstag, wo sie immer einen Tag frei haben. Und sie fliegen, das haben sie uns heute Morgen gerade erzählt, wir haben mit ein paar Koreanerinnen gefrühstückt, 2 Stunden von Südkorea hierher. Ja, voll nett waren die, ne? Ja. Direkt im Gespräch verwickelt dann. Ja, das war cool. Und die sagen, es ist kein Problem, mit unserem Auto nach Korea zu kommen, nach Südkorea. Allerdings sollten wir in Seoul vielleicht doch nicht Auto fahren, weil das Parken auch sehr gefährlich ist. Überall Kameras, Ja. die dann automatisch Tickets erstellen, wenn du falsch parkst. Und angeblich soll man sogar mit dem Schiff mit unserem Auto rüberfahren können. Ja. Jetzt wissen wir natürlich nichts über die Importbestimmungen für Autos, aber hey, eine Überlegung oder ein Research wäre es ja mal wert. Sie empfehlen Herbst oder Frühling. Frühling wäre so April. Ja, genau. Oktober wäre sonst noch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ansonsten wird es da drüben zu heiß und zu stickig. Wir sind übrigens total begeistert von der mongolischen Post, denn das Versenden einer Postkarte hat ca. 2 Euro gekostet und ist innerhalb von einer Woche angekommen. Wir haben hier Usbekistan, Mongolei, Usbekistan, Mongolei. Im Anschluss haben wir das Genghis-Khan-Museum gesucht. Gesucht ist das Stichwort, denn wir sind einer Google Maps-Markierung gefolgt. Und Google zu vertrauen ist in vielen Fällen einfach ein Fehler. Da wollen wir rein. Hier ist eine Mauer. Und wo müssen wir jetzt außen rum? Einmal ganz außenrum die Straße darüber, dann da, dann da, dann da. Ja. Okay. Los geht's. Navigieren können wir. Es sieht so aus, als wären wir auf dem richtigen Weg. Zeig mal, was du gefunden hast. Unimog. Hier stehen 2 große Expeditionsmobile mit mongolischen Kennzeichen. Wir haben das Genghis-Khan-Museum endlich erreicht. Fun Fact: Wir dachten, wir gehen zum Genghis-Khan-Museum. Wir sind bei einem Tempel gelandet. Latte Macchiato, Cappuccino und der Unbeteiligte. Sehr schön eingerichtet. Wie heißt der Ort? Cakery Bakery heißt es. Ja. Bakery, du. Hier am Mittelmeer entlang geführt. Aha, Albanien, Griechenland, dann wieder hoch, Türkei, hier weiter Georgien und dann einmal Russland und dann Kasachstan, Ja. dann hier runter Ja. und jetzt die ganzen Starländer, die ich nicht weiß, wie die alle heißen. Ist das Usbekistan? Ja. Genau. Tadschikistan, Ja. Kirgisistan hier Ja. und dann wieder Kasachstan, Ja. wieder Russland, Ja. Mongolei. Ja.
Sehr gut. Oh, Andi, wir haben das Genghis Khan Museum gefunden. Es war auch so schwer zu finden. Wie hat es dir gefallen? Es war sehr gut. Leider musste man überall QR-Codes scannen, wenn man englischen Text haben wollte, was wir dann einfach nicht gemacht haben oder wenig gemacht haben. Aber es war extrem viel. Es waren 7 Stockwerke, das 8. ist eine Special Exhibition, die wir nicht angeschaut haben, und das 9. war noch nicht fertig. Aber es ist echt riesig. Man ist ein bisschen überladen danach. Ich empfehle, Fahrstuhl zu fahren. So. Genghis Bier? Ja. Prost! Aber Indien hat er nie erobert. Prost! Auch was Schönes auf uns. Indisch in Holland. Guten Appetit! Ja. Wo sind wir hier? Auf dem Schwarzmarkt. Naran Tool Market. Warum heißt der so? Ich glaube, das hat sich irgendwann mal, früher war es ein echter Schwarzmarkt, und irgendwann hat er sich etabliert und ist jetzt einfach eine feste Größe in der Stadt. Wir dachten schon, es wäre Calvin Klein, aber es ist Shine Klein. Für 1 Euro. Aber warum waren wir jetzt eigentlich auf dem Schwarzmarkt? Das ist ganz einfach, denn der Schwarzmarkt ist in Ulaanbaatar eine Touristenattraktion und außerdem brauchten wir noch Souvenirs für den Fabi. Das ist der Grund, warum man auch in Dushanbe eigentlich einen 4x4-Wheel-Drive braucht. Im Stadtverkehr. Hast du Dushanbe gesagt? Hast du Dushanbe gesagt? Und damit mir meine Hose nicht nass wird, habe ich einfach gar keine angezogen. Springst du jetzt? Und weiter geht's. Der Tage ist gekommen. Wir sind auf dem Weg zum Flughafen und werden jetzt Ulaanbaatar verlassen. Zum Glück morgens um 5, da ist hier noch nichts los. Die Füße. Ich bin müde. Wie fühlst du dich? Aber bei den Straßen, Fabi wird einen Stein umrollen und da ist die Plastiktüte. Wir spielen Geocaching am Flughafen. Freunde von uns haben hier was hinterlassen, was der Fabi nach Deutschland mitnehmen kann. Und ja, wir haben es gefunden. Wunderbar. Bah. Mit Fabi hatten wir echt ziemlich coole 2,5 Wochen. Wir sind in die Wüste gefahren, haben viel geschaufelt. Und da ist er jetzt weg. Und Kultur haben wir auch nicht zu wenig erlebt in Karakorum, aber auch in Ulaanbaatar. Es war eine echt ziemlich coole Zeit und es war schön, dass er da war. Und plötzlich waren wir wieder alleine. So, nachdem wir dieses wunderschöne Gebäude hinter uns gefunden haben, hat es jetzt eine halbe Stunde gedauert und 30 Euro für 2 Personen. Das Visum verlängert um 10 Tage. Alle super freundlich, super nett. Sehr gut drauf. Wunderbar. Ja. Und jetzt zurück zum Parkplatz. Und wir haben gerade noch ein paar Fahrradfahrer aus Deutschland getroffen, die auch schon seit 2 Jahren unterwegs sind. Zweiradlerreisen. Ja, seit 2022. Wir fahren jetzt auch zum 2. Mal durch China. Ja. Ein bisschen später als wir. Aber vielleicht sehen wir in Südostasien sie wieder.
Wir wollten gerade vorhin Wasser tanken. Beim Supermarkt war auf dem Parkplatz ein kleines Häuschen, wo man Wasser tanken konnte. Die nette Dame hat sich schon bereit erklärt, uns zu helfen. Und dann ging die Pumpe nicht. Wir konnten das Wasser nicht reinsaugen. Ich habe den Schalter betätigt, nichts passiert. Zwischenzeitlich habe ich den Schalter schon mehrmals außen eingebaut, habe auch einen anderen Schalter verbaut, um zu testen, habe nochmal die Kabelverbindungen an der Pumpe angeschaut, die ich ja selbst hier neu gemacht habe. Und dann habe ich den Übeltäter ganz am Ende doch gefunden. Und zwar hier, wo der Schlauch und die Kabel verlaufen, ist zu viel Zug drauf. Und hier ist das Kabel aus meiner Verbindung rausgerutscht. Gut, ich bin erleichtert. Das kann ich leicht beheben. Und dann können wir hoffentlich nochmal zurückfahren und Wasser tanken. Denn wir brauchen dringend Wasser. So, das Kabel ist geflickt. Schön ist was anderes. Aber es funktioniert. Der Tag könnte noch einen guten Ausgang nehmen. So, jetzt noch kurz zur Autoreinigung. Also, die Jungs haben ungefähr 90 Minuten geputzt und waren echt mit voller Energie dabei. Es wurde von außen geputzt und die Fahrerkabine wurde von innen geputzt. Zu meiner Freude. Haben so, wie gesagt, ungefähr 2 Stunden gebraucht. Haben es wirklich sehr, sehr gründlich gemacht. Und das Ganze hat 21 € gekostet. Wir haben aber noch ein bisschen Geld dazu gegeben, weil die das so gut gemacht haben. Und am Ende haben sie gefragt, ob sie bei uns ins Auto reingucken dürfen. Und klar haben wir sie gerne reingucken lassen. Und sie haben sich voll gefreut darüber. Es war voll süß. Und einer hat das Pferdebild am Kühlschrank entdeckt und hat sich voll über das Pferdebild gefreut. Das war voll süß. Die waren alle super jung, ne? Ja. Wie alt waren die so? Ich weiß es nicht, so 14, 13, 14, Ja. 15 vielleicht. Weise Kinderarbeit ein bisschen. Ferienjob. Ferienjob. Ja. Ja. Erster Tag ohne Fabi. Und wir haben eine Verabredung in der Werkstatt. Total geil gerade. Wir stehen an der Ampel. Wir haben morgens 10 Uhr, muss man dazu sagen. An einem Dienstag. Dienstag, oder? Ja. So, stehen 2 Polizisten und halten jedes Auto an. Und wir sehen nur, wie sie so ein kleines Gerät in der Hand haben. Und der eine Polizist kommt so an dieses Fenster und wir so, Sembeno, guten Morgen. Und hält ihm das Gerät und macht die ganze Zeit so. Da musste der Andi da reinpusten. Die haben einfach gerade jeden an der Ampel kontrolliert, ob er was getrunken haben. Also ob die Fahrer was getrunken haben oder nicht. Ja. Das war irgendwie voll süß. Und, hast du was getrunken? Ja, das typische Morgenbier halt und der kleine Shot Wodka, den trinke ich immer zum Frühstück dazu. Den selbstgebrauten. Ja. So, wir sind jetzt bei Sergej auf dem Hof angekommen. Hier werden einige Teile von Jenny ausgetauscht. Hier sieht man schon mal in wunderschöner Schönschrift eine Liste und all die Ersatzteile, die wir teilweise auch von Fabi aus Deutschland mitbekommen haben. Eine Liste wird erstellt von den Dingen, die heute so zu tun sind. Und jetzt wird Jenny nochmal grob angeguckt. Was ist los? Der Kühler ist vorne mit Dreck und Erde und Blättern und also so voll. Der ist komplett verdreckt. So dass wir da. Wir haben hier ein ganzes Feld mit eingesammelt. Hier, ich meine, da kann ich noch mehr. So, Miri hat gesagt, wir sind im Convenience Store. Da holt man sich einfach die Suppen, füllt da hinten heißes Wasser ein und dann kann man hier chillen. Erzähl doch mal, warum wir im Convenience Store sind. Ja, Sergej repariert unser Auto nebenan. Das dauert 3 bis 6 Tage. Naja, also es ist jetzt nicht irgendwie kaputt, dass wir nicht mehr fahren können, aber wir wollen es halt im Stand halten. Deswegen investieren wir mal ein wenig Zeit auch in sowas. Aber wir haben Glück, oben können wir unsere Wäsche waschen lassen und hier können wir sitzen, schön was snacken, Kaffee trinken, Dinge tun. Wir können die Zeit produktiv nutzen. Kannst du bitte diese abgefahrenen Kekse vorstellen, die du gerade isst? Ich habe sie probiert. Sie sind leider geil. Die sind von Suchen und Verstecken. Schwarz mit Vanille und da ist
Hier ist da eine Creme dazwischen und oben drauf ist Salz. Das ist voll geil. Das ist geil. Tag 2 unseres Werkstattbesuches bei Sergej in Ulaanbaatar. Die Radabdeckung ist richtig gut verbessert worden. So, hier vorne haben wir auf der Seite schon die neuen Lenkmanschetten. Da sind allerdings die Schlauchschellen nicht gut. Da sind neue aus Russland bestellt worden. Die Stabilisatoren sind gestern ja schon eingebaut worden da unten. Ups, komme ich nicht gut ran. Ölwechsel wurde gerade gemacht. Und ja, wir haben jetzt die Reifen von oben herabgenommen und tauschen die vorne aus, damit wir wieder neue Reifen mit neuem Profil haben. Denn man sieht auf den, die wir aktuell drauf haben, ist das Profil schon voll abgeschliffen. Ich glaube, die Lenkung ist auch nicht perfekt eingestellt, sodass sich die Außen mehr abnutzen als innen. Ja. Das Problem hatten wir aber auch früher schon immer. Das ist scheinbar irgendwie bei diesen Frontlenkern vielleicht so ein Ding. Keine Ahnung. Ja, mal gucken. Werkstatttag Nummer 3 und wir haben unsere Teile bekommen, die erste Ladung. Das sind die Gummis, die den Ausschlag der Vorderachse begrenzen. Das ist für die Lenkstange, dass die hier so durchgeht und die alten Gummis sind völlig im Arsch. Eine bessere Schlauchstelle für unsere Lenkmanschetten. Ja, super. Das Zitat Vogelnest wurde auch schon hier vom Kühlergrill entfernt. Der ist jetzt wieder komplett sauber. Auch der Intercooler sieht sehr sauber aus. Und der neue Klimakompressor, da ist auch schon eingebaut. Wenn wir jetzt noch Klimagas hätten, dann würde unsere Klimaanlage vielleicht funktionieren. Das wäre mega. Mittlerweile Tag 4 in der Werkstatt von Sergej in Ulaanbaatar. Und wir denken, dass die Reparaturen an unserem Auto bald abgeschlossen sind. Wir sind aber auch sehr, sehr froh, dass wir hier sind, denn unser Auto war nicht wirklich kaputt und es wäre noch viele, viele Kilometer gefahren. Allerdings sind wir natürlich Schrottstraßen gefahren im letzten halben Jahr und das hat sich eben an unserem Auto bemerkbar gemacht. Und somit gab es viel Verschleiß, der jetzt einmal ausgetauscht wird, sodass unser Auto auch weiterhin auf Schrottstraßen fahren kann, ohne dass es Spätfolgen für unser Auto hat. Und ich muss sagen, wir haben wirklich Glück. Sergej braucht zwar viel Zeit, aber er macht seine Arbeit auch super gewissenhaft und super ordentlich. Er hat sehr, sehr gute Verbindungen, wo er auch für unser Auto Ersatzteile herbekommt, was bei unserem Auto, da wir ja ein kleines Einhorn sind, nicht immer so leicht ist in Asien. Und wir sind super happy, dass wir hier sind. Und auch richtig gut im Gegensatz zu den anderen Werkstätten in Asien. Da muss man hier nicht immer hinterher treten, dass es vorwärts geht. Also wir werden teilweise in der Früh im Auto durch Bewegungen hin und her gesteigert, weil er schon im Auto arbeitet. Ja. Und wir müssen gar nichts machen. Er hat alles auf dem Schirm, er kümmert sich drum. Ja. Aber Sergej hat bemerkt, dass wir oft im Convenience Store essen und hat uns heute eine Gurke aus seinem Garten gebracht, weil das Essen da drüben nicht so gut ist und wir Vitamine brauchen. Aus seinem Selbst, also hier haben die Leute immer so kleine Gewächshäuser und die hat er selbst gezogen. Das ist einfach nur so lieb. So, wir waren schon auf dem Zahnfleisch, aber jetzt geht es uns wieder besser. Mit leckeren Reisdreiecken, schicken Nuggets und so einer undefinierbaren Dumpling-Variante. Ich wünsche mir zum Geburtstag so eine Form für Reisdreiecke, damit ich die selber machen kann. Aha. Es schmeckt wie so ein ganz, ganz weißes Brötchen oder wie so eine Dampfnudel. Genau, der Teig ist dicker und da drin ist so eine Art klassisches Hackbällchen. Das Ventil, das Innengewinde von diesem scheiß Ventil ist kaputt und wir haben also damals, als wir von Was an der Felge dranhängt. Was an der Felge dranhängt, ja, was wir von diesem netten Mann gekauft haben, diesen Ersatzreifen hier, den wir komischerweise ein paar Tage später erst bekommen haben. Ja, der alte Mann, der uns das Fahrzeug verkauft hatte, war ein ziemlicher Fuchs. In diesem Fall konnte das Problem Gott sei Dank leicht gelöst werden. Dieses total verbogene Innenventil konnte in einem Reifengeschäft dann gewechselt werden, Gott sei Dank. Der Kollege von Sergej hat mich zu mehreren Geschäften gefahren, bis wir eins gefunden haben, das am Sonntag geöffnet hatte. Und dann war es eine 5-Minuten-Sache.
Das hier oben ist das sogenannte Common Rail. Das ist bei uns ein Bosch-Bauteil und das sorgt dafür, dass überall der gleiche Druck ist. Da sind irgendwelche Magnetschließventile drin, die irgendwie ganz genau kontrollieren, wie der Druck ist. Und dann geht der Treibstoff von diesen Dingern, von denen wir nur 4 haben, zu den einzelnen Injektoren. Das sind die Injektoren. Und dann landet es im Motor. Was machst du hier? Ersatzteil, Recherche und Grundlagenforschung. Also ich habe es übersetzt und zwar mehrfach. Und beim zweiten Mal dann stand hier nicht mehr Südtür, also nicht mehr irgendwie Wasser, sondern Milch. Und ich habe den Milchreis jetzt mit Wasser gemacht. Das ist das Schlechteste, was ich je gemacht habe. Es ist eine Milchreissuppe. So, ich mache jetzt einen Taste-Test. Der Andi hat ganz viel Zimt drauf gemacht. Damit es nach irgendwas schmeckt. So sieht das Ganze aus. Also. Okay. Jetzt probieren wir mal. Das sagt alles. Und hier haben wir heute Nacht übernachtet, nachdem wir jetzt echt lange bei Sergei in der Werkstatt waren. Hat uns Sergei eben diesen schönen Platz, wo auch ganz, ganz viele Mongolinnen und Mongolen campen gehen, empfohlen. Er ist ein wenig außerhalb von Ulaanbaatar. Das Besondere hier gibt es Bäume, was schon mal sehr cool ist, was einen Schatten bietet und eben auch ein kleiner Fluss. Weil hier aber so viel los ist, wird hier auch Müll hinterlassen. Und ja, es ist leider sehr viel Müll, so viel, als dass wir ihn wegräumen könnten. Wir hoffen, dass er irgendwann im Laufe der Zeit weggeräumt wird. So, mal schauen, wie er heute startet. Gut oder schlecht? Nachdem Sergei uns den neuen Klimakompressor eingebaut hat, brauchten wir noch Klimagas. Das hatte Sergei leider nicht und so ging es nebenan zu Justin, einem anderen sehr talentierten Mechaniker. So, for the best. Okay, it just turned on. The switch just turned on. Ah, you heard it. Yeah. Muri ist happy. Wir haben hier, wir doktern ein bisschen rum, aber jetzt hier sehr kalt, hier okay. Luft drin ist noch nicht so kalt, wir wissen noch nicht genau, woran es liegt, vielleicht zu wenig Gas drin, weil wir haben vorhin eine Gasexplosion gehabt. Ja, mal schauen. Jenny kühlt, es kommt kühle Luft raus, es kommt keine kalte Luft raus. Justin meint, es ist noch nicht ganz in Ordnung. Wir werden noch mal ein bisschen Klimagas nachfüllen, morgen oder übermorgen, weil wir hatten ja so eine Art Überdruckventilreaktion, wo übelst viel Gas ausgetreten ist. Und jetzt kann es sein, dass nicht mehr genug Gas im System ist. Der Druck baut sich nicht so stark auf, wie er sollte. Und das bedeutet, ja, wir füllen nochmal nach und hoffen dann, dass die Klimaanlage richtig funktioniert. Aber jetzt, allein schon jetzt, auf 20 oder 30% Funktion, ist es hier drin angenehm kühl und wir haben die Fenster geschlossen. Und ich muss sagen, man lernt durch das Auto, mit dem Auto sau viel über Autos und das Überlauf der Welt. Hätte mir das mal jemand vor 5 Jahren gesagt, dass ich jemals so viel Autowissen anreichern würde. Ich hätte diese Person für verrückt erklärt. Wir gönnen uns heute mal was richtig Nices und Ausgefallenes in der Mongolei. Einen bunten Salat. Ja, die sind zwar jetzt nicht unendlich teuer hier, die Gemüsesorten und das Obst, aber einfach schwierig zu kriegen. So, nach unserer aufregenden Zeit mit dem Fabi und aufgrund, dass wir in der kommenden Woche China durchqueren werden, haben wir uns jetzt in dieser Woche einmal in unserem Auto verschanzt. Das kann man wirklich schon sagen. Auch die Zeit in Sergeis Werkstatt genutzt, um unsere ganz vielen tollen Videos, die wir aufgenommen haben, zu schneiden und einmal bei YouTube hochzuladen. Denn wir glauben, China wird echt anstrengend und da werden wir für sowas keine Zeit haben. Das ist auch ganz praktisch, denn wir können in der Zeit noch ein bisschen Kraft und Energie tanken.
bevor wir nach China reinfahren. In China werden wir genau 28 Tage sein und in dieser Zeit auch über 5000 Kilometer fahren. Außerdem werden wir in einer großen Gruppe unterwegs sein, was das Ganze wahrscheinlich energietechnisch auch nochmal ein bisschen herausfordernder macht. Ja, und so sieht das Ganze aus, wenn wir uns in unserem Auto verschanzen. Aber bevor ich jetzt den kompletten Lagerkoller bekomme, nehme ich mir eine kleine Auszeit und werde mal draußen Yoga machen gehen, denn wir stehen schon wieder an einer total schönen Stelle. Justin und Andi arbeiten am Auto. Wir machen es uns hier gemütlich, oder? Ja, hallo. Okay, jetzt werde ich wieder hier beschützt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hallo du. Das hier ist ein kleiner Overlander-Spot, wo auch einige Fahrzeuge schon seit längerer oder kürzerer Zeit stehen. Zum Beispiel gibt es dort hinten einen Bus, kann man jetzt kaum sehen, da, der schon seit 8 Jahren in Ulaanbaatar steht, beziehungsweise seit einem Jahr hier bei Justin, denn man kann hier auch seine Autos stehen lassen, wenn man mal einen kleinen Urlaub zum Beispiel in Deutschland machen möchte. Können wir auf jeden Fall empfehlen und Justin ist auch ein sehr, sehr guter Mechaniker, der auch viele Autos oder der auch dein Auto wieder auf Trab bringen kann, sozusagen. Und außerdem hat er diese vielen süßen Wauzels. Sie hier ist die Chefin. Ich glaube, es sind 5 oder 6. Und sie beschützt dann immer alle Gäste vor allen anderen. Weil das hier ist nämlich eine Skeptikerin. Und ja, Justin baut hier auch sein eigenes Gemüse an und hat zum Beispiel auch einen Hausesel. Ein letztes Mal essen im Nice to See You neben Sergeys Laden. Wir haben gerade unsere Ersatzteile abgeholt. Sergej ist so lieb. Er hat uns noch einen Tee geschenkt, damit wir gesund bleiben. Und wir mussten ihm versprechen, uns auch gesund zu ernähren. Wir haben gesagt, wir machen auch diese eine Ausnahme hier. Und dann werden wir uns gesund ernähren. Ja, und dann geht's weiter. Wohin? Wir verlassen endlich nach 10 Tagen oder so den Dunstkreis von Jubi. Wir fahren jetzt raus, endgültig raus aus der Stadt, Richtung Süden, Richtung Ehrenhut, Richtung Grenze zu China. Ein nächster Tag und wir fahren weiter Richtung chinesische Grenze. Heute Nacht haben wir einfach an so einer Raststätte übernachtet. Wir haben gerade am Straßenrand eine riesengroße Gruppe an Geiern gesehen. Und da müssen wir natürlich mal anhalten. Und die lassen uns echt nah dran und das ist unbeschreiblich. Es ist so cool und die sind so riesengroß.
Und? Ja. Ich habe ihn ein bisschen geärgert, Dann, aber nur kurz. dann Jetzt- habe ich gesagt, du darfst es nicht mehr. Genau. So, der LKW hat hier ganz schön gescheppert. Oh, sind das Löcher. Deswegen hat er ganz schön gescheppert. Ja, aber er muss da durchfahren. Wir nicht. Ja, aber er war so cool, er so, ist mir egal. Ist mir egal. Und so weiter. So. Aber es ist einfach hier ein schnelles Mittagessen zu kriegen und das für günstige Preise, muss man schon sagen. Also, tja, Also, da kommt jetzt noch heißes Wasser rein und dann Ja, kommt es dann- noch in die Mikrowelle und dann ist es wie fertig. viel? Gibt es keine Markierung? Ah, doch, hier. Spicy Chicken gibt's auf. Und so eine Fleischteigtasche. Genau so ist es bei Jenny auch. Höri? Wer macht mehr schwarzen Rauch? Wir. Hier wollten wir eigentlich nur ein letztes Mal mit Marleen, Lukas und den Zwillingen die ewige, wunderschöne Weite der Steppe genießen. Aber dieser Platz hat auch andere Männchen aus unserer Gruppe magisch angezogen. Und so haben wir uns über die Gesellschaft von Menschen gefreut, die wir im Vorfeld noch gar nicht kannten. Gemeinsam haben wir wunderschöne Abende verbracht und haben uns eingeschworen auf China, was für uns ein kompletter Kontrast sein sollte. Etwas, was wir davor noch nie gesehen haben, wirklich noch nie. Aber dazu mehr im nächsten Video. Jetzt sagen wir erstmal ciao, tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.